Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Trek Online. Heute ist der 26.06.2016, 17:54 Uhr, Sonntag ist es. In der letzten Folge haben wir, Moment, wie hieß das gleich wieder? Vom Sturm erfasst haben wir gemacht. Und dabei haben wir den Toxmutat in die Vergangenheit nach Risa gebracht und später im 23. Jahrhundert dann Captain Picard finden wird. Heute machen wir weiter mit dem Rad der Zeit. Schauen wir mal, was da We have been contacted by the Federation from the 29th century. Their Temporal Integrity Commission is charged with protecting the timeline from factions who might want to change history. Considering our recent experiences, we feel the need to better understand the rules of time travel. However, it's important we don't know too much about the future, so we have decided to designate one representative to learn what we need to know. Given your record, you were the logical choice. You are to rendezvous with the U.S.S. Vostok. Her captain will give you a more thorough briefing upon arrival. Ja, gut. Wir wurden von der Föderation aus dem 29. Jahrhundert kontaktiert. Ihre Behörde für temporale Integrität wurde damit beauftragt, die Zeitlinie vor Fraktionen zu schützen, die den Kurs der Geschichte verändern möchten. Unsere letzten Erlebnisse haben gezeigt, dass wir die Regeln von Zeitreisen noch besser verstehen müssen. Allerdings ist es wichtig, dass wir nicht so viel über die Zukunft wissen. Daher haben wir uns entschieden, einen einzelnen Vertreter zu bestimmen, der all dies in Erfahrung bringt, was wir wissen müssen. In Bezug auf Ihre Erfahrung sind Sie folgerichtig die logische Wahl. Ihnen wird aufgetragen, sich mit der U.S.S. Vostok zu treffen, wo Ihr Captain Ihnen eine gründlichere Einweisung geben wird. Gut, das akzeptieren wir gleich mal. Was gibt es denn als Belohnung? Aha, da gibt es also Teile des Sets chronometrische Berechnungen. Und zwar die Dualkanone, eine Strahlenbank, einen chronometrischen Kondensator, schwere chronometrische Polaronengeschützturm oder rundstrahlendes chronometrisches Polaronenstrahlenbank oder was einfacheres, wenn man das oft genug durchzockt. Also man muss auch das wieder mehrmals durchspielen, wenn man das ganze Set haben will. Ich habe jetzt diese Quest hier nur einmal durchgespielt. Das heißt, ich müsste sie eigentlich noch zweimal durchspielen, um das Set komplett zu kriegen. Ich habe momentan aber wegen der Arbeit weniger Zeit als vor ein paar Monaten noch. Und deswegen habe ich das bisher noch nicht machen können. Mir ist das Spiel hier gerade ein bisschen zu laut. Ich muss mal ganz kurz bei den Audiokontrollen, Gesamtlautstärke 100, Musiklautstärke mal auf ich glaube, das ist angenehmer. Ich hoffe, man hört die Musik noch. Sie ist jetzt relativ leise, aber dann brauche ich nicht so ins Mikro reinplärren. Das ist für euch bestimmt auch angenehmer. So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich muss die erstmal zur Hauptmission machen. Verloren und wiedergefunden. Nein. Das Rad der Zeit, das hier zur Hauptmission machen. Kyana-System, welches sich im Delta-Quadrant befindet. Delta-Quadrant, aha. Gut, mal ganz kurz. Ja, gut, dann Delta-Quadrant, Transwarp und Energie. Heute ist mal wieder mein Spionage-Escort-Schiff dran. Ich habe geschaut, die letzte Mission habe ich mit meinem Spionage-Kreuzer geführt. Die vorletzte Mission mit meinem Spionage-Wissenschaftsschiff. Dann mache ich heute mal wieder eine Folge mit meinem Spionage-Escort-Schiff. Muss nur aufpassen, nicht, dass ich meine, ich könnte mit meinem Escort-Schiff jetzt genauso viel einstecken, weil das kann es nämlich eben nicht im Vergleich zu meinem Kreuzer. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger kämpfen. Am besten einfach so viel Schaden machen, dass ich selber nicht so viel Schaden kriege. Mal schauen, ob der Plan funktioniert. So. Kyana-System beginnen, das Rad der Zeit. Ja, da bastel ich jetzt nicht lang rum. Ich nehme mein Standard-Außenteam. Und Videosequenzen. Please report to the U.S.S. Vostok.
Grüß dich, Captain Walker. It's a pleasure to see you again. I'm glad you were selected as your time's representative. I can't imagine a better selection. Of course, I already knew you were going to be chosen, but that doesn't change my appreciation. Your recent experiences with time travel have begun a new phase of development, and a perilous one at that. Understanding the rules of time travel is of vital importance. Freut mich, Sie wiederzusehen, Admiral. Ich bin froh, dass Sie zum Vertreter Ihrer Zeit gewählt wurden. Ich kann mir niemanden vorstellen, der dafür besser geeignet wäre. Natürlich wusste ich bereits, dass Sie gewählt werden würden, doch das ändert nichts an meiner Wertschätzung. Ihre jüngsten Vorstöße auf dem Gebiet der Zeitreisen haben eine vollkommen neue Phase der Entwicklung eingeläutet und eine gefährliche dazu. Es ist äußerst wichtig, dass Sie die Regeln von Zeitreisen verstehen. Ja, dann erzähl mir mal etwas über die oberste temporale Direktive, beziehungsweise erklär es meinen YouTube-Zuschauern. Starfleet personnel are strictly forbidden from directly interfering with historical events and are required to maintain the timeline when possible. We're also restricted from revealing too much about the future. These principles have served Starfleet well. Now that the time travel genie is out of the bottle, it'll be hard to get it back in. The tech will spread through the galaxy, and species after species will learn the secrets of time. Dem Personal der Sternenflotte ist es strengstens untersagt, historische Ereignisse direkt zu beeinflussen, und es wird dazu angehalten, die Zeitlinien so weit wie möglich zu bewahren. Es ist uns außerdem nicht gestattet, so viel über die Zukunft preiszugeben. Die Einhaltung dieser Prinzipien ist für die Sternenflotte von Vorteil. Nun, da wir die Büchse der Pandora geöffnet haben, wird es schwer sein, sie wieder zu verschließen. Die Technologie wird sich durch die Galaxie verbreiten und mehr Spezies werden die Geheimnisse der Zeit erlernen. Was sind die Gefahren bei Zeitreisen? Time travel can be a very seductive tool. Many would use it benevolently to save lives, worlds, entire civilizations. Many more, however, would use it for conquest, vengeance, even genocide. Unsupervised tampering with the timeline can be disastrous. Good intentions or not. Prior to the Accords, reckless time travel led to a great war. It nearly undid existence itself. In its aftermath, a coalition was formed to stabilize the timeline and enforce its protection. Zeitreisen können sehr verführerisch sein. Viele würden sie mit guten Absichten verwenden, um Leben, Welten oder ganze Zivilisationen zu retten. Aber viele andere würden sie für Eroberungen, Rache, Völkermord einsetzen. Unbeabsichtigte Manipulationen der Zeitlinien können katastrophal sein, egal ob gut oder nicht. Vor dem temporalen Abkommen führte eine rücksichtslose Zeitreise zu einem großen Krieg. Er hat fast alles ausgelöscht. Im Nachhinein wurde eine Koalition gegründet, um die Zeitreise zu stabilisieren und sie zu beschützen. Eine Koalition? Your alliance, the Federation, the Klingon Empire, and the Romulan Republic form the historical basis of this coalition. It's vital that the alliance holds together. In timelines where the alliance fails, let's just say it wasn't pretty. In other branches, the coalition grows beyond the alliance, and eventually forms the Galactic Union. The Union proposes a treaty to protect the timeline and restrict the use of time travel. We call this treaty the Temporal Accords. Ihre Allianz, die Föderation, das Klingonische Reich und die Romulanische Republik, hat die historische Grundlage für diese Koalition geschaffen. Es ist wichtig, dass die Allianz zusammenhält in Zeitlinien, in denen die Allianz zerbricht. Nun ja, in denen war es nicht so schön. In anderen Linien wächst die Koalition über die Allianz hinaus und bildet die Galaktische Union. Die Union schlägt einen Vertrag vor, um die Zeitlinien zu schützen und Zeitreisen einzuschränken. Wir nennen diesen Vertrag das Temporale Abkommen. Das klingt äußerst wichtig, Captain. It might be the most important event in known history. I would like to take you to witness the signing of the Accords, so you can see for yourself what the work of the Alliance will lead to, and how important it is to future civilizations. Of course, you must promise to be circumspect in your reports and conversations with others when you return. We don't want to create any disruptions or paradoxes. Es könnte das wichtigste Ereignis in der Geschichte sein, Admiral. Ich möchte, dass Sie bei der Unterzeichnung des Abkommens dabei sind, damit Sie die Ergebnisse der Arbeit der Allianz sehen und erleben, wie wichtig sie für zukünftige Zivilisationen sind. Natürlich müssen Sie Ihren Bericht und Ihre Unterhaltung mit anderen
den Sorgfalt durchführen, wenn sie zurück sind. Wir möchten keine Störungen oder Paradoxe herbeiführen. Verstanden. Ich freue mich bereits darauf, dieses Ereignis mit eigenen Augen zu sehen. Are you ready to visit the future? Sind Sie bereit, der Zukunft einen Besuch abzustatten? Bringen Sie mich in die Zukunft. Tja, das klingt interessant. Ah, mein Schiff habe er dabei. Na schön. Aber das dürfte in der Zukunft veraltet sein. Währenddessen es jetzt gerade hochmodern ist. Neu-Kitomer 2769. Was? Was war denn das für ein Hintergrund? Hä? Was ist denn mit den Klamotten passiert, wollte ich gerade sagen. Das war bloß ein vorübergehender Pixelfehler. So, mit Walker sprechen. Here we are. Since you're from the past, I'll be your chaperone during the event. Hopefully protecting you from any temporal incidents. Purely procedural, of course. You've already demonstrated your ability to remain silent about things you aren't supposed to know. Willkommen, Admiral. Da Sie aus der Vergangenheit stammen, werde ich Sie während der bevorstehenden Ereignisse begleiten, um Sie vor temporalen Vorfällen zu bewahren. Nur der Form halber natürlich. Sie haben ja bereits bewiesen, dass Sie Dinge, die Sie nicht wissen sollten, für sich behalten können. Bestätigt. So, und nun, was soll ich besuchen? Sprechen Sie mit den Bediensteten. Soll ich das jetzt wirklich tun? Ist das klug? Wenn ich hier in der Zukunft mit den Bediensteten sprechen? Was hat denn der für Klamotten an? Das sieht doch nach Sternenflotten-Gala-Uniform aus. Allerdings, naja gut, offenbar eine modifizierte mit Bediensteten sprechen. Welcome, gentle being, to the signing of the Temporal Accords. Your biosigns aren't listed on our register today. I'll need to... Wait. I know you. I wrote a paper about you in classical history class at the academy. I must say, you look much younger than your holo images. Wait, what year did you come from? Das ist nett, das gefällt mir. Willkommen zur Unterzeichnung des temporalen Abkommens. Ihre Biosignatur ist nicht in unseren Akten gelistet. Ich muss... Einen Moment, ich kenne Sie. Ich habe einen Aufsatz in klassischer Geschichte über Sie geschrieben. Ich muss sagen, Sie sehen viel jünger aus als Ihre Hologrammbilder. Ich bin ja direkt geschmeichelt. Da hat ein Aufsatz über mich geschrieben. Warten Sie, aus welchem Jahr kommen Sie? 2410? Der kennt wahrscheinlich auch meine YouTube-Videos. Oh, that explains why you look so young. Well, you sure have an eventful future ahead of you. Forget I said that. I'm not supposed to say things like that. To be honest, I'm still getting used to the new temporal regulations. They can be a little confusing. Anyway, the TIC crews are scrubbing the hull for anything that might cause a paradox if visitors from the past, like yourself, encounter them. It will be just a few moments. Oh, das erklärt, warum Sie so jung aussehen. Nun, Sie haben auf jeden Fall eine ereignisreiche Zukunft vor sich, das glaube ich dir aufs Wort. Vergessen Sie, dass ich das gesagt habe. Ich sollte solche Sachen eigentlich nicht sagen. Ehrlich gesagt versuche ich mich noch immer an diesen Zeitreise-Unsinn zu gewöhnen. Das Ganze kann sehr verwirrend sein. Wie dem auch sei, die TIC entfernen alles aus der Halle, das eventuell ein Paradoxon zur Folge haben könnte. So schwer ist das Wort doch wirklich nicht. Wenn Besucher aus der Vergangenheit, wie sie es sind, es sehen, das dauert nur einen Moment. Na gut. Perhaps you would like to chat with some of our other guests here in the lobby. I believe they have all been cleared for trans-temporal interactions. I'm sure you'll have plenty to talk about. Vielleicht möchten Sie sich hier in der Lobby noch mit einigen anderen unserer Gäste unterhalten? Ich glaube, Sie haben alle die Freigabe für trans-temporale Interaktionen. Ich bin mir sicher, Sie haben viel mit ihnen zu besprechen. In der Tat, danke. Mit Philip Cray, wer bist du denn wieder? Greetings, friend. How may I help you? Warte mal. Seine Uniform wirkt eigentlich wie die aus unserer Zeit. Also im Grunde die Art und Weise, die Harry Kim trug. Aber gut. Greetings, friend. How may I help you? Grüße, Freund. Wie kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie? Where do I start?
I'm 157 years old, but that's only because I spent 90 years caught in a temporal distortion. Back then, I was serving as an ensign under Captain Bateson on the U.S.S. Bozeman. After that, integrating back into Starfleet was difficult. So much had changed. Some of my shipmates joined temporal investigations. Their first-hand knowledge of past events was quite useful. Seemed like a way to make a difference. So that's where I ended up as well. Okay, das erklärt die Uniform, die wirkt sehr antik hier in der Zukunft. Wo fange ich an? Ich bin 157 Jahre alt, aber auch nur, weil ich damals, als ich noch als Fähnrich auf der U.S.S. Bozeman unter Captain Bateson diente, für 90 Jahre in einer temporalen Verzerrung gefangen war. Danach war es schwer, sich wieder in die Sternenflotte zu integrieren. So vieles hatte sich verändert. Der temporale Geheimdienst hat viele meiner Schiffskameraden angestellt, weil wir ein direktes Wissen über Vorgänge in der Vergangenheit haben. Hier konnten wir etwas bewirken und so bin ich auch dort gelandet. Warum sind Sie hier? Same reason as you, I'll imagine. To witness the signing of the Temporal Accords. Usually, temporal agents watch holo-recordings of the event. But the three of us were given special dispensation to come and view the Accords personally. Perks for graduating at the top of the class, I suppose. Aus demselben Grund wie Sie, schätze ich, um die Unterzeichnung des temporalen Abkommens zu bezeugen. Normalerweise schauen temporale Agenten nur die Holo-Aufzeichnungen an, doch wir drei wurden extra freigestellt, um hierher zu kommen und uns die Unterzeichnung persönlich anzusehen. Ein Vorteil, wenn man der Beste seiner Klasse ist, nehme ich an. Ja, und jetzt, wer sind Sie? Where do I start? Ach, das habe ich schon gefragt. I'm 157 erkennen Sie mich nicht? Pretty certain we haven't met until just now. Not yet, at least. I just graduated from the academy as a temporal agent. That being said, it's quite possible that we will meet in the future. Well, my future. Tell you what, I'll try to act surprised when it happens. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns noch nicht gut getroffen haben. Ich habe gerade erst meine Ausbildung zum temporalen Agenten abgeschlossen. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir uns in der Zukunft treffen werden. Nun, meine Zukunft. Ich werde versuchen, überrascht zu wirken. Das wäre erst einmal alles. Ja, gut, also... Der war also irgendwie in so einer komischen temporalen Anomalie so in diese Zeit geraten. Gut. Was bist du denn? Bist du irgendwas... Ist da ein Romulaner mit drin? Oder ein Remaner oder so? Also auf jeden Fall ist es kein reinrassiger Romulaner. Na cool. Da haben wir es ja schon. Die Nakul sind hier, um gegen die Unterzeichnung dieses ungesetzlichen Abkommens zu protestieren. Warum? Die Tolianer haben unsere Heimatwelt zerstört, dank der Unfähigkeit der Föderation. In einem dunklen Moment wurde mein Volk in der Galaxie verstreut. Alles, was wir waren, unsere Geschichte, unser Leben ging beinahe verloren. Okay, da waren wir ja live dabei, ne? Und als wir die Föderation am dringendsten brauchten, wurden wir abgelehnt. Terroristen haben sie uns genannt, Kriminelle, den Abschaum der Galaxie. Diese Worte, die Taten werden niemals vergessen oder vergeben werden. Ich bin mir nicht sicher, was die Tragödie der Vergangenheit mit den heutigen Ereignissen zu tun hat. Today, the Federation and their lackeys come to tell the galaxy which timeline is best and what they'll do to keep it that way. But who are they to dictate such terms? To tell us that their history is more important than ours? Heute ist die Föderation mit ihren Lakaien gekommen, um der Galaxie vorzuschreiben, welche Zeitlinie die beste ist und was sie tun werden, um das durchzusetzen. Aber wer sind sie, dass sie solche Bedingungen diktieren können und uns zu sagen, dass ihre Geschichte wichtiger ist, als die unsere ist? Gute Frage. Also würden sie die Vergangenheit ändern, trotz der Risiken? Sie könnten ihre eigene Existenz negieren. Eine gute Frage, sogar einer Debatte würde. Oder sie sind der Sieger und Sieger schreiben die Geschichte, oder? Nee, das... tendiere zwischen 1 und 2. Ich sag mal, eine gute Frage, sogar eine Debatte würde die, ja, weil diskutieren sollte sowas schon dürfen. Attention all guests. The main hall is now open. Please make your way to your seats. Okay, geht wohl los. Die Haupthalle ist jetzt geöffnet und wir sollen die Plätze einem... Was bist du denn? Du bist ein...
Talaxianer, oder? Oder zumindest... Das ist aber kein reinrassiger Talaxianer. Das ist ein Talaxianer Mensch, Mischling, würde ich sagen. Aber schaut irgendwie besonders aus. Ich muss mir direkt nochmal genauer angucken. Ja. Der Kopf talaxianisch, der Unterbau menschlich. Gut, wo soll ich jetzt hin? Achso, da oben hab ich jetzt... Also da rein. Wow, die neigen zum Gigantismus. Ist das die Versammlungshalle, in der auch... Wow, Moment, da muss ich mal zum Fenster gehen. Das muss einfach sein. Jetzt ist es der Saturn, oder? Das ist... Nee, das ist nicht der Saturn. Das ist ein bewohnter Planet. Wahrscheinlich ein Mond oder einen Planeten mit Ringsystem. Oder ist es ein Planet mit einem Mond mit Ringsystem? Naja. Wie auch immer. Auf jeden Fall toller Ausblick. So, was? Mit denen soll ich alles sprechen, oder was? Mit Zeremoniemeister sprechen, mit Beobachtern sprechen. 7 Stück. Ach du liebe Güte, das wird eine Plauderquest. Ich werde es wohl nicht ändern können. Also 7 soll ich ansprechen. Das sind aber mehr als 7. Du bist doch ein... Du hast doch irgendwas von der Borg. Du interessierst mich jetzt? The Borg have a checkered past when it comes to time travel, particularly where the Federation is concerned. Thankfully, we've had the chance to make amends. The Cooperative is proud to be a part of today's proceedings. Die Borg haben eine wilde Vergangenheit, was Zeitreisen angeht, insbesondere in Bezug auf die Föderation. Glücklicherweise konnten wir sie wieder gut machen. Die Kooperative freut sich, ein Teil der heutigen Vorgänge zu sein. So wie ich. Es ist eine Ehre. Gut, mehr erzählt ihr mir. Ja gut, über die Kobali wissen wir einiges. Ich bin mehr neugierig. Ferengi muss ich jetzt auch nicht ansprechen. Aber Orionerin, klar. I am reminded of a quote from ancient Earth. And when Alexander saw the breadth of his domain, he wept, for there were no more worlds to conquer. Das erinnert mich an ein altes Zitat von der Erde. Es gibt keine anderen Welten mehr zu erobern. Eine interessante Gesichtsmesser. Also, ja, die hat irgendein Alexander erwähnt. Das ist jetzt hier wohl nicht 1:1 übersetzt. Alexander hätte sich den Sternen widmen sollen. Da gibt es jede Menge zu erobern, das stimmt. Ja, war wohl die richtige Antwort für einen Vertreter des klingonischen Imperiums. Ich habe ja mit Serana eine Orionerin als Hauptcharakter in einer extra Playlist. Die Folgen sind schon alle abgedreht, also auch im Augenblick. Und zeige da die klingonische... Was bist du denn? Du bist jetzt wieder... Ich glaube, dich sollte ich ansprechen. Der Repräsentant der Nakul, genau. The Nakul are not here to sign these accords. We have already been victims of time-traveling aliens. But somehow this incursion into the timeline has been overlooked. Perhaps because of its importance to the founding of the Galactic Union. We proposed an amendment to restore our home world in the timeline. But it was rejected. Therefore we are here, with all eyes of the galaxy upon us, to point out the hypocrisy and unlawfulness of these accords. Da ist aber einer sauer. Die Nakul sind nicht hier, um dieses Abkommen zu unterzeichnen. Wir wurden bereits Opfer von Zeitreisen Addons. Ja, da waren wir auch live dabei. Das ist ja erst ein paar Folgen her. Doch irgendwie wurde dieser Eingriff in die Zeitlinie übersehen. Vielleicht aufgrund der Wichtigkeit, den dieser für die Gründung der Galaktischen Union darstellt. Wir haben eine Änderung des Abkommens vorgeschlagen, um unsere Heimatwelt in der Zeitlinie wiederherzustellen. Doch diese wurde abgelehnt. Deswegen sind wir hier. Mit der gesamten Aufmerksamkeit der Galaxie auf uns gerichtet, wollen wir zeigen, welche Scheinheiligkeit und Rechtswidrigkeit hinter diesem Abkommen steckt. Ja, irgendwie kann ich ihn verstehen. So, was haben wir denn da noch? Ja, die Folge hat noch 5 Minuten, das bringen wir noch unter. Kann ich mit dem Gorn da sprechen? Ja, die kartesianische Meinung sollte mich schon irgendwie interessieren. I must say, I am privileged to witness this historic event. Truly it is a singular honor. I'm humbled, as I'm sure you are as well.
Ich muss schon sagen, es ist mir eine große Ehre, dieses historische Ereignis zu bezeugen. Eine einzigartige Ehre. Ich fühle mich demütig. Sie bestimmt auch, oder? Ich bin mir sicher, dies wird interessant auf die eine oder andere Weise. Gut. Kann ich mit dem sprechen, dem Vertreter der Gorn? Nee, das ist nur ein Beobachter. Was ist mit dir? Was bist denn du? Beobachter der Xindi. Oh ja, den sollte ich auch mal befragen. The Xindi are no strangers to temporal affairs. The tragic conflict with Earth in the 22nd century and our manipulation by the Sphere Builders are matters of deep shame for us all. We support the Accords with the hope that they will prevent such tragedies from this day forth. Den Xindi sind temporale Vorgänge nicht fremd. Der tragische Konflikt mit der Erde im 22. Jahrhundert und unsere Manipulationen durch die Erbauer der Sphären lasten schwer auf uns. Wir unterstützen das Abkommen in der Hoffnung, dass es solche Tragödien zukünftig vermeidet. Klingt vernünftig. Gesetz und der Wille, sich durchzusetzen, sind zwei verschiedene Dinge. Ja, weise Worte. Gut. Was ein Tolianer ist auch hier? Na, das dürfte interessant werden. Mit dem rede ich nochmal. The Vulcan Assembly has decided to support the Accords. We are concerned that a rogue individual or species could disrupt our development. The Accords do not go far enough. We want to end all time travel for any reason. We will continue to lobby for change aggressively. Should the Union fail to preserve the timeline, the Assembly will succeed by any means necessary. That is all. Die Tolianische Versammlung möchte das Abkommen unterstützen. Wir sind besorgt, dass gewisse Individuen oder Spezies unsere Entwicklung beeinträchtigen könnten. Das Abkommen reicht nicht. Wir möchten alle Zeitreisen beenden, ohne Ausnahme. Wir werden weiterhin nach Veränderung streben. Aggressiv. Wenn die Union die Zeitlinie nicht schützen kann, dann wird es die Versammlung tun, koste es, was es wolle. Das ist alles. Und ich soll dir glauben, dass, wenn alle anderen die Zeitreisen aufgeben, dass ausgerechnet ihr euch auch dran haltet. Sie haben es wohl ihrem freundlichen Naturell zu verdanken, dass sie zum Botschafter ernannt wurden. Ja, okay. Du bist eine Kobali, oder? Dominion? Dominion sollten wir sprechen. Mit 2 kann ich noch reden. I am honored by the Founders and pleased to observe this most historic event. Although the Dominion was not greatly affected by the development of time travel, we have an interest in safeguarding the time stream. Ich wurde von den Gründern geehrt, diesem historischen Ereignis beizuwohnen, auch wenn das Dominion nicht sonderlich von der Entwicklung von Zeitreisen beeinflusst wurde, haben wir zumindest ein Interesse daran, die Zeitlinie zu bewahren. Zeitreisen, eine Waffe, die selbst die Gründer fürchten? Interessant. So, einen kann ich noch interviewen. Wen nehmen wir denn? Der Feri, was bist du? Ein Green? Und was bist du? Ah, Romulaner. Ich glaube, ich rede mit der Romulaner. Jolan True. You are from the past. From before the time the Romulans joined the Federation, I'll wager. How strange all of this must be for you. The entire galaxy unites in preserving the timeline. This is truly a momentous day for all. Jolan True, es ist in der Vergangenheit. Noch vor der Zeit, als die Romulaner der Föderation beigetreten sind, schätze ich. Das muss ihnen seltsam vorkommen. Die gesamte Galaxie verbündet sich, um die Zeitlinie zu bewahren. Das ist wirklich ein bedeutsamer Tag für alle. Nun, wir werden sehen, wie lange dieses Abkommen Bestand haben wird. Gut, und bevor ich jetzt wahrscheinlich die nächste Videosequenz einleite, sprechen Sie mit den übrigen. Ach, ich könnte mit denen auch noch reden. Ich dachte, oh. Gut, mal sehen. Ich mache hier mal einen Schnitt und die Tatsache, dass ich 4 Crew, das ist verwirrend, dieser Grafikfehler, dass ich 4 Crewmitglieder dabei habe, sagt mir, dass es hier noch rund gehen wird. Ansonsten hätte ich ja alleine kommen können. Also ich nehme an, es wird bald Action geben.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.